Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Lenovo ThinkPad und zwar ein L14 der ersten Generation. Und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Ladekabel nicht mehr mit dem Gerät verbunden ist. Die genaue Modellnummer finden wir hier auf der Rückseite und zwar hier, nicht sonderlich gut zu lesen. Und mit dieser Nummer findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein lässt sich zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier ziemlich einfach ist. Man muss dafür nämlich nur den Frontrahmen lösen und kommt so an das Display ran. Die Tastatur lässt sich ebenfalls einzeln tauschen und auch das relativ einfach. Dafür muss man nämlich nur diese beiden Schrauben hier lösen. Die bleiben auch im Gehäuse drin und sobald die locker sind, ist auch die Tastatur locker. Und die kann dann wirklich einfach, wenn man die hier so ein bisschen nach oben schiebt, mit den Fingern oder eben mit einem kleinen Hilfsgegenstand, dann kann man die so direkt aus dem Gerät rausnehmen und tauschen. Das hier sind Kippstecker, da sage ich später noch was beim Touchpad dazu. Aber im Grunde genommen ist es so, die Kabel kann man nicht einfach ziehen. Man muss die erst nach oben aufklappen und kann dann die Kabel rausnehmen. Und genau, und beim Wiedereinbau kommt die einfach wieder hier drunter, wird so ein bisschen nach unten gedrückt und dann wieder zurück nach unten in das Gerät geschoben, also hier in die Verbindung geschoben. Einfach schauen, dass da überall alles bündig sitzt. Und ja, also sehr praktisch und schnell zu erledigen. Das Touchpad kann man auch einzeln tauschen, dafür muss man dann das Gerät aber auch aufmachen. So, um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man zuallererst alle Schrauben lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und hier ist es so, wie vorhin schon erwähnt, die Schrauben werden nur gelockert. Die kommen also nicht ganz raus. Das kann man hier vielleicht sehen. Und in dem Fall ist es jetzt nur so, es sind halt jetzt zwei Schrauben, die rausgefallen sind. Aber im Normalfall kommen die wie gesagt nicht raus und bleiben im Gehäuse. Generell nutze ich hier für alle Arbeiten ein Universalwerkzeugset, super praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und hier ist wirklich alles da, was man so braucht, von Öffnern über Schraubendreher mit allen Aufsätzen und Pinzetten und so weiter. Ich habe mir das jetzt hier auch schon mal zurechtgelegt. Und ja, wo wir gerade dabei sind, bevor man das Gerät jetzt aufmacht, ganz wichtig, ist hier drüben der SIM-Kartenhalter. Und den muss man vorher rausmachen, weil man den sonst abbricht. Und auch dafür gibt es hier sogar ein ganz spezieller Aufsatz hier unten. Steht sogar extra noch SIM mit dabei. Und der funktioniert im Grunde genommen einfach wie eine Büroklammer. Und dann kann man hier in die kleine Öffnung und dann eben den SIM-Karten-Slot oder den SIM-Kartenhalter rausnehmen und das wie gesagt nicht vergessen, sonst bricht man den nämlich ab, wenn man die Unterseite löst. Wenn man jetzt alle Schrauben gelockert hat und auch den SIM-Karten-Slot oder den SIM-Kartenhalter rausgenommen hat, dann kann man die Unterseite vom Gerät trennen und da kann man hier, glaube ich, ganz gut sehen, wo die Verbindungslinie lang läuft. Und die geht dann einmal um das Gerät herum. Auch auf der Vorderseite, genau hier. Und ja, ich benutze dafür einen der Öffner, die auch in dem Werkzeugset mit dabei sind.
Und ich fange da auf der Rückseite an und dann versuche ich zwischen Gehäuse und Unterseite zu kommen, da so eine kleine Öffnung zu schaffen und dann das Ganze nach oben hin abzuhebeln. Und das geht mal besser, mal nicht so gut, aber im Grunde genommen ist das einfach so, dass man das einmal um das Gehäuse herum aufhebelt. Und auch das laute Knacken ist auch normal. Das ist, wenn die Einraststellen sich lösen. Sollte das mal irgendwo besonders schwer gehen, kann man auch schauen, ob man vielleicht vergessen hat, eine Schraube zu lösen oder ob auch eine Schraube nicht ganz so locker ist. Und ja, also letztendlich arbeitet man sich dann genau in der Technik einfach weiter und kann so irgendwann die Unterseite einfach vom Gerät abhebeln. Und dann kann man eben meistens schon, wenn das locker sitzt, einfach ein bisschen wippen und hebeln und dann kommt die einem quasi entgegen. Ich zeige dir euch jetzt auch mal von innen und so sieht dann das Gerät von innen aus. Bevor wir jetzt aber irgendetwas weiteres an dem Gerät machen, trennen wir auf jeden Fall als allererstes mal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und wir sehen hier den Stecker bzw. das Kabel und der hat hier so eine kleine Schlaufe dran und da kann man den einfach in die Richtung hier rausziehen. Ein bisschen rütteln, genau. Und so stellt man sicher, dass da wirklich kein Strom mehr drauf ist. Gut, was können wir hier noch sehen? Wir sehen direkt über dem Akku sind die beiden RAM-Slots. Da ist jetzt nur einer belegt. Dann sehen wir hier das WLAN-Modul und das LTE-Modul. Hier drüben ist der Lüfter und der Heatsink, der die CPU kühlt. Und hier sehen wir die SSD. Und ich glaube, hier war mal Platz für eine 2,5 Zoll. Das ist auf jeden Fall ein Umbau. Also hier geht nur eine normale SSD rein. So, um den Akku auszubauen, muss man nur diese 3 Schrauben hier lösen. Die sind auch alle mit M2 direkt verzeichnet. Und generell eigentlich für alles im Gerät, auch für die Hülle, nehme ich als Aufsatz einen ganz normalen Kreuzschraubendreher. Und in dem Fall jetzt hier ein PH0. Und sobald man alle Schrauben gelöst hat, kann man den Akku einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und so eben auch gegebenenfalls tauschen. Direkt unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens das Touchpad. Und wie gesagt, auch das lässt sich einzeln tauschen. Das wird von diesen 4 Schrauben hier gehalten, die man rausnehmen muss. Und dann läuft hier eben das Kabel entlang. Und das ist jetzt hier nochmal unter einer kleinen Gummiabdeckung. Kann man einfach abziehen. Und dann sieht man hoffentlich hier das Kabel und den Stecker. Das ist hier echt sehr, sehr schwer zu sehen, weil das direkt drüber läuft. Und das funktioniert wie eingangs auch schon bei der Tastatur erwähnt, dass hier drin der Kippstecker ist, der Kippschalter. Das heißt, den klappt man erst nach oben hin auf. Und dann kann man das Kabel rausziehen. Ja, also hier sieht man das. Jetzt ist er offen, so ist er zu. Und dann greift man eben einfach hier drunter und klappt den auf. Und beim Wiederverbinden genau das gleiche Spiel. Das Kabel kommt so wieder rein, bis zu dieser Linie, die man hier sehen kann. Und das kann echt ganz fummelig sein bei dem Ding hier. Dann den Stecker umklappen. Genau, und dann auf jeden Fall auch nochmal schauen, dass das Kabel eben wirklich richtig drin steckt. Und dann kann man hier die Abdeckung wieder draufkleben und auch das Kabel selber. Und ja, fummelig, aber eigentlich auch recht simpel. Den Rahmen zu tauschen ist eigentlich wie bei allen Geräten super einfach. Der wird nämlich nur hier von diesen beiden silbernen Klammern gehalten und die zieht man so ein bisschen nach außen.
Und dann kommt der einem meistens schon regelrecht entgegen. Und dann kann man den einfach aus dem Slot rausziehen, durch neuen ersetzen oder eben auch bestücken. Und umgekehrt genauso einfach wieder in den Slot reinschieben und dann nach unten drücken, bis die beiden Klammern hier wieder einrasten. Genauso einfach ist auch ein Tausch der SSD. Die wird nämlich nur von einer Schraube hier an der Seite gehalten. Sobald man die raus hat, kann man die SSD so ganz leicht nach oben hebeln und dann nach hinten aus dem Slot rausziehen. Das ist hier auch noch ein kleiner Kühlstreifen drauf. Der kann manchmal eben ein bisschen kleben, deswegen ein bisschen nach oben hebeln, nur nicht so viel, dass es abbricht. Und ja, Einbau genauso simpel. Einfach wieder in den Slot zurück. Ein bisschen nach unten drücken und dann wird die wieder verschraubt. Beim Lüfter sieht das hier bei dem Gerät so aus, dass man den nur zusammen mit dem Heatsink tauschen kann. Aber auch das ist absolut kein Hexenwerk. Da gibt es einmal die 3 Schrauben hier am Lüfter selber und die 4 Schrauben am Heatsink, die man rausnehmen muss. Hier noch das Kabel vorher lösen. Das geht einfach zur Seite weg und dann kann man den Lüfter und den Heatsink zusammen einfach nach oben hin rausnehmen und austauschen. Und eventuell, gegebenenfalls, braucht man da vielleicht noch ein bisschen neue Kühlpaste. Die muss man extra dazu kaufen. Manchmal ist es auch dabei, also vorher einfach schauen. Und ja, bei dem Stecker ist es so, da noch ein kleiner Hinweis. Ich ziehe den ungern am Kabel selber, wobei das jetzt hier relativ robust aussieht. Da ist es so, dass der auf einer Seite, das kann man hier glaube ich ganz gut erkennen, Kontakte hat. Auf der anderen Seite sind die nicht zu sehen. Und da merkt man sich, dass die Kontakte hier bei dem Gerät beim Wiederverbinden nach oben zeigen. Man weiß ja nicht, wie der geliefert wird, wie verdreht das ist, ob da auch eine blaue Markierung drauf ist oder nicht. Deswegen Kontakte nach oben und dann eben nicht vergessen, den auch wieder zu verbinden. Der Akkueinbau ist genauso einfach wie der Ausbau. Der kommt hier einfach wieder zurück auf seine Position. Der wird hier so ein bisschen eingehakt. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier unten hat so kleine Führungsschienen, die hier unten drunter kommen. Und dann fällt der wieder in seine Position. Genau, also das ist hier sehr, sehr passgenau. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht, aber der kommt wirklich hier quasi genau hier rein. Auch auf der anderen Seite. Und dann weiß man aber auch, dass der exakt so sitzt, wie er sitzen muss. Muss dann nur noch verschraubt werden. Und ganz, ganz wichtig natürlich, nicht vergessen, auch das Kabel wieder zu verbinden, damit das Laptop dann auch wieder Strom bekommt. Sonst muss man das nochmal aufmachen und das will man im Normalfall nicht. Da einfach schauen, dass der wirklich richtig drin steckt, bis zum Anschlag, so wie hier. Und dann kann man eigentlich auch schon die Unterseite wieder verbinden. Ja, und die kommt jetzt einfach wieder genau von oben auf das Gerät. Und dann wird die feste nach unten gedrückt. Auch in der Mitte. Auch da sind oft noch Einraststellen. Und dann gehe ich am Ende auch noch einmal um das Gerät herum und schaue, dass eben wirklich nirgendwo mehr eine Lücke oder Öffnung zu sehen ist. Dann auch am Ende nicht vergessen, den SIM-Karten-Slot wieder einzubauen. Auch der kommt einfach hier vorne rein. Schwuppdiwupp. Ja, und dann muss man das Gerät nur noch zuschrauben. Schrauben sind ja schon da und hat das ratzfatz erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.